Augustinus, Eltern, lieber Bruder, Pater Andreas, verehrte Bürgermeister, liebe Pfarrgemeinderäte, Pfarrkirchenräte, beiden Gemeinden Tulfes Rinn, liebe Mitarbeiterinnen in den Gemeinden, in den Pfarrgemeinden, liebe Musiker, liebe Chöre, liebe Kinder, Ministranten, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Am Beginn unserer Feier habe ich Pfarrer Augustinus die Schlüssel der beiden Pfarrkirchen Tulfes und Rinn überreicht. Ich habe dabei gesagt, öffne die Gotteshäuser und die Räumlichkeiten zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen. Öffne die Gotteshäuser. Die Kirche muss eine offene sein, in der alle Platz haben. Das Öffnen der Türen mit dem Schlüssel ist Zeichen für eine einladende, eine offene Kirche. Die Tür muss allen offen stehen. Da schreibt auch Papst Benedikt XVI. In seinem neuen Motu Proprio, das ist eine Art Brief, ein päpstlicher Erlass aus eigenem Antrieb, mit dem Titel Porta Fidei, also die Tür des Glaubens. Er schreibt, die Tür des Glaubens, die in das Leben der Gemeinschaft mit Gott führt und das Eintreten in seine Kirche erlaubt, steht uns immer offen. In dieser offenen Kirche mögen viele müde gewordene, enttäuschte und resignierte wieder Heilung finden, Begeisterung. Sie mögen herausgeführt werden aus ihrer Dunkelheit, ihrer Orientierungslosigkeit, aus dem ständigen Kreisen um sich selbst. In den offenen Kirchen mögen viele Menschen sich versammeln zur Ehre Gottes. Sie mögen Gott, dem Geber alles Guten, danken, vor allem in der heiligen Eucharistie. Und in den Kirchen mögen sie Gemeinschaft finden untereinander. Eine Spiritualität der Gemeinschaft, wie Papst Johannes Paul II. Sagt. Die Kirche zum Haus und zur Schule der Gemeinschaft machen, darin liegt die große Herausforderung. Spiritualität der Gemeinschaft heißt, ich teile Freud und Leid mit allen. Ich kann die Wünsche meines Mitmenschen erahnen, ich kann mich seiner Bedürfnisse annehmen, ihm Freundschaft anbieten. Der andere gehört zu mir, auch der, den ich nicht kenne, auch der einer anderen Pfarrei. Und es ist ein schönes Bild, wenn heute verschiedene Chöre zusammen, gemeinsam singen. Spiritualität der Gemeinschaft ist auch die Fähigkeit, das Positive im anderen zu sehen. Spiritualität der Gemeinschaft heißt, das Ego nicht ständig in den Vordergrund zu stellen, den und die anderen auch zu Wort kommen zu lassen, sowie Rivalität, Misstrauen und Eifersüchtelei zu bekämpfen. Spiritualität der Gemeinschaft ist jedoch nicht möglich ohne den geistlichen Weg, ohne den Blick auf das Geheimnis der Dreifaltigkeit. Denn Gott ist in sich Gemeinschaft und wir dürfen seine Ebenbilder sein. Die Kirchenschlüssel sind also Zeichen für eine offene Kirche, in der die Menschen Gott ehren und wo sie Gemeinschaft erfahren. Als zweites Zeichen habe ich dem Pfarrer das Evangelienbuch überreicht. Und in der Lesung des heutigen Sonntags aus dem 1. Thessalonicher Brief haben wir gerade gehört die Worte des Apostels Paulus. Darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern, was es in Wahrheit ist,
als Gottes Wort angenommen habt. Lieber Pfarrer Augustinus, es ist deine Aufgabe, dieses Wort Gottes zu verkünden, das Wort des Heiles und des Heilens. Und an allen Christen, an allen Getauften und Gefirmten, an allen Gemeindemitgliedern liegt es, dieses Wort Gottes anzunehmen, es ernst zu nehmen und vor allem in die Praxis umzusetzen. Im heutigen Sonntagsevangelium geht es um Identität von Wort und Tat. Wenn Worte und Taten des Menschen übereinstimmen, dann schätzen wir einen Menschen. Er wird für uns glaubwürdig und echt. Und in seiner Verkündigung führt Jesus seinen Zuhörern immer wieder solche Menschen vor Augen. Denn an ihnen wird sichtbar, wie man leben soll als Christ, um glaubwürdiger Zeuge zu sein. Schlicht und einfach sind diese Zeugen bereit, einander zu dienen, einander zu tragen, für den anderen da zu sein. Denkt mir nur an die wunderbare Beispielerzählung vom barmherzigen Samariter. Seine Worte, sein Denken und seine Taten stimmen überein. Und so verstehen wir auch die Kritik Jesu an den Pharisäern und Schriftgelehrten. Jesus prangert diese innere Unehrlichkeit, diese Diskrepanz zwischen Wort und Werk an, zwischen Reden und Tun, zwischen Sein und Schein. Solche Unaufrichtigkeit ist für Jesus unerträglich und deshalb sagt er, tut und befolgt also alles, was sie sagen, aber richtet euch nicht nach dem, was sie tun, denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Wir jammern, wir lamentieren über leere Kirchen. Leben wir doch das Wort Gottes, setzen wir es in die Tat um, dann werden andere Menschen von unserem Leben angezogen sein. Dann werden sie die Bibel, das Wort Gottes, an unserem Leben ablesen können. Denn das Evangelium ist das Buch des Lebens des Herrn und ist da, um das Buch unseres Lebens zu werden, sagt Madeleine de Brey, die katholische Mystikerin und Sozialarbeiterin aus Frankreich. Deshalb, liebe Schwestern und Brüder unserer Pfarrgemeinden, lest und meditiert immer wieder das Wort Gottes. In Bibelrunden, zu Hause, alleine. Tauscht euch aus über das gelebte Wort, denn es ist Quelle für unser christliches Leben. Und das dritte Zeichen für den Beginn der Gabenbereitung, dem Pfarrer Kelch und Patene überreichen. Sie sind Zeichen der Eucharistie, Zeichen der Sakramente, in denen Gott uns besonders nahe ist, in verschiedensten Situationen unseres Lebens. Die Nähe Gottes, das ist auch der Name Gottes im Ersten Testament, Jahwe, ich bin der, ich bin bei euch. Und ich bin bei euch alle Tage meines Lebens, sagt auch Jesus im Neuen Testament. Ich bin euch nahe ganz besonders in Zeiten der Krise, der Not, der Krankheit, des Unfriedens, der Trauer und des Schmerzes. Ich bin in eurer Mitte, in euren Kirchen, in euren Familienhäusern. Wenn ihr die Türen eurer Häuser aufsperrt für die Nachbarn und die Notleidenden, die Ratsuchenden, wenn ihr mich in diesen Menschen einlässt. Er ist unsere Mitte, wenn wir in Frieden und Harmonie beisammen sind, wenn wir gut über andere reden, wenn wir gemeinsam zu ihm beten. Wisst ihr, in den letzten Monaten und auch Jahren wurde so viel diskutiert über die Struktur der Seelsorgeräume, über Weihebedingungen, über Ämterverteilung. Das ist alles wichtig und da braucht es gute Lösungen für das heute. Aber ich habe eigentlich keine allzu große Sorge um die Zukunft der Kirche, solange es
Familien gibt, Gemeinschaften, die im Namen Jesu, die im Gebet versammelt sind. Natürlich ist die Vollform die intensive Begegnung in der Heiligen Eucharistie. Und hier muss ich euch ehrlich fragen, seid ihr offen für Berufungen eurer Kinder als Religionslehrer, als Pastoralassistenten, als Priester, als Ordensmänner und Ordensfrauen? Diesem Ruf dürfen wir uns niemals verschließen. Kelch und Patene sind Zeichen der Nähe Gottes. Liebe Mitchristen, in den nächsten Jahren werdet ihr bei all eurer Eigenständigkeit der einzelnen Pfarreien immer mehr zusammenrücken, mehr teilen, mehr und mehr über den Rand eurer Pfarrgemeinde hinausschauen. Mögen diese drei Symbole auf eurem Weg sozusagen Erinnerungssteine sein. Der Schlüssel, Zeichen für das Öffnen der Kirchentüren, Zeichen für eine offene Kirche, in der alle Gott ehren und Gemeinschaft finden. Das Evangelium, es ist das Buch des Lebens des Herrn und muss das Buch unseres Lebens werden. Kelch und Hostienschale, Zeichen der Gegenwart und Nähe des Herrn, die er uns versprochen hat. Er wird bei uns bleiben, bis zum Ende der Welt. Amen.